Herzlich willkommen. Stahl in High-End-Qualität ist im Automobilbau ein unverzichtbarer Werkstoff. Zudem punktet Stahl damit, nahezu vollständig recycelbar zu sein. Aus Schrott kann immer wieder neuer Stahl entstehen. Die Frage ist jetzt aber, ob Stahl ohne Ende in High-End-Qualität entstehen kann. Und diese Frage stelle ich heute meiner Gästin Michaela Kraus. Sie ist Sustainability Managerin der Voestalpine Steel Division. Herzlich willkommen. Liebe Frau Kraus, wie schaut's aus? Ja, das ist machbar. Und genau das wollten wir in einem Leuchtturmprojekt gemeinsam mit Mercedes-Benz und TSR Recycling darstellen. Kreislaufwirtschaft ist auch im Bereich der Premium-Stähle realisierbar, wenn wir als Stahlerzeugerin eng mit Partnerinnen und Partnern aus dem Bereich Automobilherstellern und mit spezialisierten Recyclingunternehmen für Altmetall zusammenarbeiten. Wieso Altmetallaufbereitung? Ist Schrott nicht gleich Schrott? Also grundsätzlich muss zwischen Neu- und Altschrott unterschieden werden. Neuschrott oder Pre-Consumer-Material ist der Schrott, der in der Industrie bei der Weiterverarbeitung unserer Stahlkohls zu Bauteilen oder Halbzeugen, zum Beispiel in einem Presswerk, anfällt. Damit stellen wir bei Voestalpine schon jetzt High-End-Stähle mit Sekundärrohstoffanteilen von ca. 25% über eine Hochofenroute her. Und da sind wir tatsächlich Benchmark in Europa. Darüber hinaus gibt es auch Altschrotte oder Post-Consumer-Schrott und dieses Material wird von Produkten am Ende ihres Lebenszyklus zurückgewonnen und wiederverwertet. Und während Pre-Consumer-Material meist gut sortiert und sortenrein ist, muss der Post-Consumer-Schrott aufwendig aufbereitet werden, damit es für die Herstellung von hochwertigen Stählen im Stahlwerk eingesetzt werden kann. Diese Aufbereitung erfolgt in unserem Fall über die Firma TSR Recycling gemäß den Anforderungen, die wir als Stahlherstellerin an Recyclingstoffe haben. Und wir entwickeln und erzeugen dann wiederum Stähle in der hohen Qualität, die den Spezifikationen der Automobilhersteller entspricht. Und welche Anforderungen sind das im Fall jetzt von Mercedes-Benz? In unserem Versuchsprogramm kam die Stahlgüte CR5 als Seitenwand eines aktuellen Mercedes-Benz-Modells zum Einsatz und das ist ein umformtechnisch anspruchsvolles Sichtbauteil. Das heißt, der Stahl muss unter anderem entsprechend gut umformbar sein, aber auch eine exzellente Oberflächenqualität aufweisen. Also wenn sich Stahlerzeuger, Automobilhersteller und Aufbereitungsunternehmen aufeinander abstimmen, können sie noch effektiver zur Schonung von Umwelt und Ressourcen beitragen. Ja, genau. Das Projekt zeigt, dass enge Partnerschaften hierbei einen sehr wichtigen Erfolgsfaktor darstellen und dass auch bei Stahl im High-End-Bereich ein nachhaltiger Kreislauf möglich ist. Und darüber hinaus haben wir zum Thema Nachhaltigkeit ja noch wirklich viel vor. Sie meinen die Erzeugung von grünem Stahl. Ja, mit Green Textil, dem größten Klimaschutzprogramm Österreichs, planen wir, unsere Stahlproduktion schrittweise auf eine grünstrombasierte Elektrolichtbogenofenroute umzustellen und dabei geht 2027 der erste EAF in Linz in Betrieb. Das klingt alles ziemlich spannend, aber was hat das mit Schrott zu tun? Durch die Transformation hin zur grünen Stahlherstellung wird der Schrottbedarf generell stark ansteigen und Neuschrott allein wird diesen nicht decken. Und somit ist dieses Projekt zum Thema Aufbereitung von Altschrott ein sehr wichtiger Beitrag für die Herstellung von Premium-Stählen und zur Realisierung unseres Ziels, nämlich bis 2050 eine Stahlherstellung mit Net Zero CO2-Emissionen zu erreichen. Und weil wir wissen, dass Kreislaufwirtschaft auch für unsere Kunden und Kundinnen ein wichtiges Thema ist, arbeiten wir derzeit schon an der Umsetzung eines Produkts, das die Wünsche nach zertifizierten Schrottanteilen berücksichtigt. Bleiben Sie also dran. We keep you in the loop. Voestalpine, one step ahead.